Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns wieder die spannendsten Karten der Welt anschauen. Lasst uns keine Zeit verlieren und starten wir direkt rein. Die erste Karte heute zeigt die Lebenserwartung in verschiedenen Teilen der Welt. Sie ist dabei nicht nur nach Ländern gegliedert, sondern es wird sogar nochmal nach Regionen innerhalb der Länder unterschieden. So sehen wir, dass zum Beispiel im Süden Deutschlands die Lebenserwartung tendenziell etwas höher ist als im Norden. Es gibt aber auch sehr deutliche Unterschiede innerhalb einiger Länder. Besonders in Russland ist das sehr gut zu sehen. Je weiter man sich Richtung Osten bewegt, desto weiter sinkt die Lebenserwartung. Aber auch in den USA schwankt die Lebenserwartung je nach Bundesstaat teilweise ziemlich drastisch. Die höchste Lebenserwartung der Welt haben übrigens Japan und Hongkong mit 85 Jahren, dicht gefolgt von Singapur und Macau mit 84 Jahren. In Europa sind die Färöerinseln, Malta und die Schweiz führend mit insgesamt 83 Jahren. In Österreich beträgt sie 82,4 Jahre, in Deutschland 81 Jahre, wodurch wir hinter einigen südeuropäischen Ländern liegen. Die niedrigste Lebenserwartung hat übrigens der Tschad. Kindern, die heute in diesem Land geboren werden, wird lediglich ein Alter von 53 Jahren prognostiziert. Insgesamt muss man aber auch noch erwähnen, dass es einen ziemlich drastischen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt. Dieser macht teilweise mehrere Jahre aus. So werden in Deutschland beispielsweise Männer im Durchschnitt nur 78 Jahre alt, Frauen hingegen 83 Jahre. In der nächsten Karte sehen wir zwei Länderblöcke, die dasselbe BIP haben. Der erste Länderblock umfasst dabei aber lediglich China. Dieses ist mit knapp 18 Billionen US-Dollar die zweitgrößte Wirtschaftsmacht hinter den USA mit 23 Billionen US-Dollar. Will man die gesamte Wirtschaftsleistung Chinas erreichen, müsste man dazu alle in blau gefärbten Länder zusammennehmen. Und diese umfassen ganz Südamerika, ganz Afrika und fast ganz Asien, abzüglich Japan, Südkorea, Taiwan und Saudi-Arabien, die ebenfalls ein relativ hohes BIP haben. Diese Karte zeigt also recht eindeutig, wie ungleich die Wirtschaftskraft in der Welt verteilt ist. Zudem demonstriert es im Hinblick auf die Seidenstraßeninitiative, die ja durch einen Großteil der blau markierten Länder verlaufen soll, auch nochmal das wirtschaftliche Schwergewicht Chinas. Und daran anschließend sollten wir uns auch noch diese Karte anschauen. Auch hier geht es um das BIP. Der grün markierte Bereich auf der Weltkarte macht nämlich die Hälfte des weltweiten BIPs aus. Teilweise umfasst er ganze Staaten wie Deutschland und Frankreich, teilweise aber auch nur einzelne Regionen, wie im Falle Chinas oder der USA. Diese Regionen sind also der Anker der Weltwirtschaft. Im Falle Chinas sehen wir hier im Vergleich zur vorherigen Karte nochmal, wie wichtig die Megastädte an der Ostküste für das Land sind. Aber auch in den USA sind die Ost- und Westküste sowie Texas von unglaublichem wirtschaftlichen Wert. In Europa sieht man ganz klar, wie in der EU auch, dass Deutschland und Frankreich einen wichtigen Wirtschaftsmotor darstellen. Aber auch Italien, Österreich und die Schweiz gelten als wichtige Wirtschaftsfaktoren. Und die britischen Inseln bleiben auch nach dem Brexit eine wichtige Wirtschaftsmacht. Zudem sehen wir auf der Karte noch einige kleine Staaten im Nahen Osten wie Israel, Katar, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emiraten. Hier basiert die Wirtschaftsleistung natürlich zu großen Teilen auf dem Verkauf von Erdöl und Erdgas. Und zuletzt natürlich auch die asiatischen Wirtschaftsmächte Japan und Südkorea sowie das politische und wirtschaftliche Zentrum Australiens. Ich will hier nochmal klar erwähnen, wie aufschlussreich diese Karte tatsächlich ist, um das wirtschaftliche Ungleichgewicht in der Welt zu verdeutlichen. Der gesamte graue Bereich, der 96,4% der Landoberfläche ausmacht, ist nämlich für die eine Hälfte des weltweiten BIPs verantwortlich. Der grüne Bereich, der lediglich 3,6% der Landoberfläche ausmacht, für die andere Hälfte. In der nächsten Karte sehen wir die 5 kleinsten Länder der Welt im Vergleich. Das kleinste Land ist dabei der Vatikan mit lediglich 0,44 Quadratkilometern. Um hier den Galileo-Vergleich zu bringen, er ist damit lediglich so groß wie 62 Fußballfelder. Aber auch Monaco auf Platz 2 der kleinsten Länder ist mit 2 Quadratkilometern nicht wesentlich größer. Es ist auf jeden Fall spannend, wie beide Staaten bis heute ein eigenes Land bleiben konnten. Danach folgen die beiden pazifischen Inselstaaten Nauru und Tuvalu, die beide zwar relativ gleich groß sind, deren Form aber nicht unterschiedlicher sein könnte. Während sich das Territorium Naurus lediglich auf eine Insel beschränkt, besteht Tuvalu aus einem riesigen Atoll aus winzigen Inseln, von dem hier nur das größte gezeigt wird. Doch die Form von diesem ist bereits ziemlich einzigartig, da sich das Land hier als schmaler Küstenstreifen durch das Meer zieht. Teilweise gibt es hier auch eine Küstenstraße, die dann eben von beiden Seiten vom Wasser umgeben wird. Als 5. kleinstes Land müssen wir außerdem noch San Marino erwähnen, das ja ebenfalls wie der Vatikan innerhalb Italiens liegt. Zuletzt wollen wir uns noch diese Karte der Weltbevölkerung anschauen. Ähnlich wie vorhin in der Karte über das BIP sehen wir auch hier eine ziemlich ungleiche Verteilung. Die in rot markierten Länder machen die eine Hälfte der Weltbevölkerung aus, die blau markierten die andere Hälfte. Am 15. November erreichte die Weltbevölkerung ja erstmals den Meilenstein von 8 Milliarden Einwohnern.
Allein die zwei bevölkerungsreichsten Länder, China und Indien, machen dabei schon fast 3 Milliarden Einwohner aus. Hinzu kommen hier noch so Schwergewichte wie Pakistan und Bangladesch mit jeweils 235 Millionen und 170 Millionen Einwohnern. Japan steuert nochmal 120 Millionen Einwohner bei und die Philippinen 115 Millionen. Außerdem kommen natürlich nochmal einige weitere Staaten hinzu, die unter 100 Millionen Einwohnern haben. So kommen die rot markierten Staaten insgesamt auf eine Bevölkerung von über 4 Milliarden Einwohnern. Man sieht hier also ganz klar, dass Süd- und Ostasien die Bevölkerungszentren der Welt darstellen und deshalb auch in der Zukunft der Welt eine tragende Rolle spielen werden. So, das war's mit dem Video. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Karten haltet. Ansonsten haben wir ja schon mal kurz über die kleinsten Länder der Welt gesprochen. Wenn ihr euch noch mehr für den Vatikan interessiert, dann kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.